Hier schaut es aus, als hätte was gealbert werden. Herzlich willkommen. Ich mache gerade so ein bisschen Osterdeko für die Frau und bin gerade ziemlich viel dabei, ganz kleine Teile an der Kantenfräse zu machen. Und mich ärgert es gerade, dass ich jedes Mal das komplette Teil in der Hand habe und eigentlich im Prinzip ein kleines Teil fräsen muss. Jetzt habe ich da bei Hey-Net4U oder wie der heißt, habe ich jetzt gesehen, dass der sich in seine Tischkreissäge so die Kantenfräse einbaut hat und das ist relativ einfach. Und habe mir gedacht, okay, das probiere ich jetzt auch mal. Also ich habe es noch nicht gemacht, ich möchte es jetzt bauen und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es mache, aber ich denke mal, wir machen es zusammen. Bleibt so dran, nach dem Intro geht's los. Ja, wir müssen das Ding mal ein bisschen handlicher machen. Also die Idee, das Ganze in meinem Ausleger von meiner Formatkreissäge reinzumachen, die ist eigentlich generell ganz gut, bloß ich möchte es nicht fest einbauen. Also ich möchte es irgendwie transportabel machen, dass ich die einmal notfalls mal einfach mit einer Schraubzwinge da am Tisch festmachen kann. Und das Teil möchte ich eigentlich im Prinzip nicht hernehmen, weil ich das ja eigentlich fest für mich im Gebrauch habe. Aber da habe ich doch noch mehr Teil. Aber das Teil könnt ihr nehmen, das habe ich noch nie benutzt. Muss ich mal ein bisschen was messen. 35, 36, 37 Loch. Ja, 35 Loch. Und das Ding irgendwie unten rein. Kriege ich das so fest? Eigentlich schon, oder? Das schauen wir uns einfach mal an. Wir probieren noch mal ein paar Sachen. Jetzt nehmen wir uns mal einen 8er Bohrer. Und den machen wir jetzt mal da rein. Den brauche ich jetzt nur aus einem Grund, damit ich den Winkel messen kann. Ich möchte einfach mal schauen, ob ich das Ding überhaupt genau im Winkel habe. Ja, der Winkel stimmt. Okay. Gebongt. Wir machen es aus dem. So, dann würde ich sagen, schrauben wir doch ganz einfach, das legen wir mal auf die Seite. Und hier würde ich sagen, schrauben wir mal einfach das Teil runter. Dann schauen wir uns das Ganze mal an der Säge selber an. Ja, da haben wir jetzt einen Absatz drin, aber sonst ist der restliche Rahmen eigentlich gleich. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist normalerweise das Teil da drauf setzen. Okay. Und was ich jetzt auch noch messen muss, ist, was ich da Abstand dazwischen habe. Ganz genau 4 mm. Das kriegen wir hin. Ich habe doch noch irgendwo eine weiß beschichtete Multiplexplatte. Wenn die nicht mehr passt, welche denn noch? Perfekt. Gebongt, die nehmen wir. Okay, dann nehmen wir jetzt einen Bleistift. Und das Ganze so ungefähr Mitte. Das machen wir ungefähr hier. Da machen wir ein Loch rein, da schrauben wir das Ding rein. Und hier machen wir was innen rein, damit es unterlegt ist. Da unterlegen wir 4 mm. Dann haben wir das auch gleich. Das ist doch schnell gebaut. Das ist ja gar kein Aufwand nicht. Also, los geht's. Halt mal. Das setzen wir jetzt hier rein. Jetzt habe ich mir da unten mal die Kante gezeichnet, weil da kann ich ja praktisch hier Leisten reinmachen. Dann habe ich hier nämlich gleich gegen das Verrutschen was. Und wenn das nicht reicht, dann setze ich mir hier noch Einschraubmagneten, dass das Ding auch noch fest drauf sitzt. Schauen wir einfach, ob es geht. Also hier machen wir Leisten drauf, haben wir gesagt. Mir reicht da im Prinzip eine Leiste. Das heißt, wenn ich die ein bisschen breiter mache, dann brauche ich die Querleiste überhaupt nicht. Weil dann verrutsche ich auch nicht. Die mache ich breiter, die Leiste. Von meinem Werkbankbauch habe ich ja noch so ziemlich jeden verfügbaren Abfall. 252 mm, die schneiden wir doch gleich mal runter. Was haben wir gesagt? 252. Ja, genau. Die setzen wir da dazwischen. Halt mal, zuerst das Loch bohren.
Jetzt haben wir das Loch drin. Jetzt machen wir die rein. Ah, das ist ja super. Das ist ja super easy und einfach. Jetzt müssen wir. Da muss ich jetzt noch 4 mm unterlegen. Da mache ich jetzt mal schnell einen Strich. Jetzt haben wir da den Strich und da unterlegen wir jetzt 4 mm. Mit was unterlegt man denn 4 mm? Da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, dass ich 3 mm, das sind jetzt 3,8 mm, 2 Zehntel. Dann habe ich noch eine Idee, die muss ich auch noch probieren. Ich muss mal neugierig halber mal messen. Ich habe so Einschraubmagneten. Da muss ich mal schauen, wie dick die eigentlich sind. Weil dann hätte ich nämlich gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ah, die sind 3 mm. Aber da könnt ihr jetzt zum Beispiel, perfekt, genau 4 mm. Dann nehmen wir jetzt so einen Einschraubmagneten und schrauben den unten hin. Dann habe ich nämlich gleich noch eine leichte Fixierung auch noch. So, ich nehme jetzt einen 9,5er Bohrer, einen Holzbohrer 9,5er. Dann setze ich das jetzt neben der Spitze auf. Und bei meiner kann ja ich auf 0 stellen, also das heißt, ich habe einen digitalen Tiefenmesser. Und jetzt habe ich auf 0 gestellt. So, jetzt gehe ich genau 3 mm runter. Und wenn ich jetzt hier das Loch reinbohre, dann habe ich jetzt genau hier ein Loch drin, 3 mm tief. Seht ihr? Genau 3 mm tief. Ich habe da diesen Patex 100% Repair Gel. Das ist ein ziemlich guter Kleber, muss ich sagen. Und da mache ich jetzt einfach hier mal einen Tropfen rein. Und dann versuche ich mal das Ding da reinzubringen. Nachdem ich schon gerade gesehen habe, dass die ganz leicht brechen, die Magneten, werde ich den jetzt mit dementsprechender Vorsicht reinklopfen. Ja, perfekt. Das war jetzt das Leichteste. Ich musste jetzt ein kleines bisschen tiefer einbohren, weil ich keine anderen Schrauben habe als wie die. Und da muss ich jetzt schauen, dass wir die dann trotzdem reichen. Aber wir werden dem Schwein schon töten, wenn ihm auch quiekt. Ach Gott. Man kann blöd sein. Man kann richtig blöd sein. Aber jetzt habe ich den Oberbock geschossen, weil ich es auf die verkehrte Seite gemacht habe. Jetzt kann ich bloß noch eins machen. Jetzt kann ich das ganze Ding auf die andere Seite schrauben. Das ist jetzt mehr wie ärgerlich. Es freut mich immer, wenn mal alles klappt auf Anhieb. Das ist zwar sehr ärgerlich, aber jetzt ist es halt schon passiert und jetzt müssen wir es halt umdrehen. Jetzt haben wir halt hier die Oberseite. Müssen wir halt noch mal ein bisschen abputzen, dass das wieder schön ausschaut. So, hier haben wir jetzt die 4 mm Unterschied, wo das ausgleicht. Ja, perfekt. Super. Gut, das da oben muss ich mir jetzt ein kleines bisschen glatt schleifen noch. Aber da kann ich jetzt garantiert mal meine Fräse reinbauen und einmal eine Probe machen. So, ich nehme den 8er Fräser wieder, den 8er Bohrer und stecke den wieder rein. Und dann hätte ich mal gesagt, dann schauen wir mal, wie wir ihn im Winkel bringen. So, jetzt ziehe ich das Ganze mal an. Also überraschenderweise die Nullpunktmarkierung, die was da unten ist, die stimmt überraschenderweise genau. Und dann hätte ich gesagt, dann probieren wir es doch einfach mal. Ich muss da mal gleich dazu sagen, also die Fräse, die ist nie, also dieser Frästisch, den was ich da baue,
Der ist eigentlich nur dafür gedacht, dass ich mal kleine Teile mal mit der Hand fräsen kann, ohne dass ich immer zu wenig Hände habe. Und für nichts anderes ist der gedacht oder geplant. Dann lassen wir es einfach mal laufen, oder? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und selbst wenn ich jetzt mal so ein bisschen diffizilere Teile habe, Hammer. Für mich persönlich ein perfektes Ergebnis. Also ich bin jetzt, obwohl es der erste Versuch war und obwohl es einmal schief gegangen ist, komplett zufrieden damit. Also besser geht es für mich nicht. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Ja, das war es eigentlich schon. Die Tischeinlage, die kann man wahrscheinlich überall reinbauen. Die kann man sich wahrscheinlich sogar, wenn man sich einen Ausschnitt in der Werkbankplatte macht, sogar eine Werkbankplatte einsetzen. Ich habe es halt so gemacht, weil sich da der Rahmen für mich perfekt anbietet. Und das Ding ist jetzt wirklich schnell heraus. Und wenn ich meine Handfräse mal für was anderes brauche, dann muss ich nicht erst irgendwas umbauen, sondern ich mache es einfach da raus und mache es wieder in meinen normalen Halter rein. Weil den Halter, den habe ich eigentlich, solange ich die Fräse habe, noch nie benutzt. Das war es heute schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen was mitnehmen und habt euch vielleicht die Idee geholt. Ich verbleibe euer Bastelschwabe und wir sehen uns zu unserem nächsten Projekt wieder. Tschüss!